Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns auf EU 13 und wir sind ja jetzt einer neuen Gilde beigetreten, und zwar Malochen. Ja, immer nur am Malochen. Ich glaube es ja nicht. Ich bin hier ein bisschen so als Raid-Hilfe auf jeden Fall am Start und ja, wurde auch schon herzlich aufgenommen in der Gilde. Hatte soweit mich hier schon eingefunden und ja, sind natürlich nicht ganz so stark wie die Gilde, in der ich davor gewesen bin. Das ist ja ganz klar. Aber man muss schon sagen, wir haben hier trotzdem gute Ausbauten am Start. Da kann man nicht meckern. Ich hatte hier auch nochmal meine Ausbauten ein bisschen hochgepusht. So hoch es halt für mich, sag ich mal, Sinn gemacht hat. Weil ab einem bestimmten Zeitpunkt zeigt er dann halt an, dass der Gruppenskill halt maximiert ist. Und dann bringt es hier auch nichts mehr weiter hoch zu skillen, sonst hätte ich hier noch hätte ich hier noch weiter ausgebaut. Aber gut, ist natürlich jetzt nicht mehr vonnöten, weil hier soweit alles erstmal maximiert ist. Und genau, ich hatte auch mir schon noch in weiser Voraussicht, weil ich das ja schon fast geahnt hatte, hatte ich mir noch ein paar Steine bei der alten Gilde noch geholt. Ja, vielen lieben Dank auch nochmal an der Stelle, dass ich da aufgenommen worden bin. Ich wünsche da auf jeden Fall den Brazers alles Gute weiterhin in Zukunft. Und ja, habe hier nochmal ein paar gute Steine bekommen. Hier für den Marquardt noch ein paar, hier für mich selbst noch ein bisschen was. Und wir haben hier aber einigermaßen gute Steine schon drin. In der Waffe ist ein aktueller Stein drin. Die zwei können wir noch hier gegen Ausdauersteine tauschen. Und dann gucken wir mal, ob wir noch im Dungeon noch ein bisschen weiterkommen. Ich gucke gerade noch, ob hier noch irgendein Stein recht outdated ist. Ich würde mal sagen, wir tauschen mal noch den schwächsten Stein, den wir haben. Das ist der 130er gegen den hier. So, dann sind wir noch mal ein bisschen stärker. Und ja, ich überlege, ob ich den tausche. Ja, komm, den tauschen wir auch. Scheiß drauf, so. Dann haben wir das. Für meine Begleiter selbst habe ich jetzt immer noch nichts weiter geholt. Wir können der Kunigunde mal diese Waffe geben, hier habe ich jetzt mal so gerade überlegt. Und das ist halt nach wie vor immer noch die Mission auf jeden Fall, uns hier zu equippen. Aber wir gucken zuerst mal in die Dungeons rein. Ich habe hier jetzt nicht mehr viel großartig Progress gemacht, seitdem ich jetzt hier auf dem Server bin. Wir können auch noch mal ganz kurz in die Ehrenhalle schauen, bevor wir hier starten, wie es da aussieht. Nach wie vor immer noch der Zuzi auf der 1 hier mit seinem Magier. Ja, es ist noch keiner Stufe 300, ne? Aber es sind hier sehr viele in einem identischen Levelbereich. Der Dämonenjäger ist hier wirklich am Führen. Es sind aber auch ein paar Assassinen tatsächlich hier am Start. Und ja, wie gesagt, was mich halt gewundert hat, ist, dass wir nur einen Necromancer hier oben vertreten haben, obwohl die Klasse in den Dungeons auch wirklich sehr, sehr gut ist. Obwohl wir ja gesehen haben anhand der Statistiken, dass der Nekromant auf dem Server wirklich mit Abstand die beliebteste Klasse gewesen ist oder beziehungsweise ist, nach wie vor. Und ja, deswegen verwundert es mich ein bisschen, aber soll auch nicht weiter großartig mein Problem sein. Ja, wir gucken, dass wir hier selbst ein bisschen vorankommen. Wir haben hier halt eine Hardcore-Bremse vor uns und das ist halt eben ein Magier. So, und das Ding ist halt, wir brauchen dafür noch deutlich mehr Damage. Problem ist halt nur, die richtige Waffe dafür zu finden, wird schwer, weil wir jetzt keinen großartigen Levelfortschritt in der Zeit jetzt gemacht haben, sodass jetzt sich das nicht, denke ich mal, so extrem krass auf diesen Gegner hier auswirken könnte. Das heißt, wir sind halt wirklich an einem Punkt, wo wir sagen müssen, okay, hier in der Lichtwelt Abbruch. Theoretisch müssten wir halt in der Schattenwelt weitermachen. Hier fehlen uns aber definitiv noch Equipment-Sachen von unseren Begleitern und da wird es halt schwer, das ohne Epic-Event jetzt irgendwie zu bewerkstelligen. Märchenturm fange ich gar nicht erst an, der ist ja noch schwieriger als jetzt die erste Etage in der Schattenwelt. Das heißt, was wir machen können, ist ein bisschen Wirbelwind können wir versuchen und ansonsten, wie gesagt, auf das nächste Epic-Event warten. Aber wenn man auf Krampf, ja, und das ist wirklich auf Krampf, jetzt versuchen will, abseits vom Epic-Event in der Schattenwelt ein bisschen weiter voranzukommen, weil ich weiß, wenn man den ersten Gegner besiegt, ja,
dann hat man so einen kleinen Freifahrtschein, sag ich mal, dass man so, ja, ein paar Gegner danach noch vielleicht schaffen könnte und noch ein paar Epics bekommt. Und das Ding ist ja, in der Schattenwelt bekommst du halt für jeden Gegner ein Epic. Und das kann halt auch eben ein Epic für deine Begleiter sein. Was weiß ich, wir sind ja eine Geschickklasse, kann für Magier sein, als Beispiel jetzt so, ne? Und ja, deswegen könnten wir sowas probieren, wie dass wir jetzt wirklich auf sehr, sehr tryhard, also das ist wirklich extrem tryhard, ja, nach Waffen schauen, die eventuell für ja, unsere Begleiter von Vorteil sind. Was müssen wir dafür machen? Wir nehmen uns eine Waffe, die einigermaßen gut ist. Zum Beispiel, ja, nehmen wir jetzt mal einfach die. Wir haben jetzt aber hier einen Bogen mit Stärke. So, machen das in die Toilette rein und schauen, was wir bekommen. Wir haben hier jetzt für einen Marquardt eine Waffe, weil die Waffen sind halt wirklich das Wichtigste. Ja? Und da müssen wir halt gucken, dass wir eventuell gute Waffen bekommen mit ja, einer schönen Spanne und dem richtigen Attribut. Das ist halt absolut tryhard. Ja, hier könnte man versuchen, so auf absolut Krampf, hier die Waffe zu wechseln. Ich denke mal, die ist sogar tatsächlich schon fast besser, würde ich mal behaupten. Ich meine, hier werden auch andere Stat-Punkte extrem gepusht, so wie Ausdauer und Glück und so. Aber Damage ist halt Damage, ne? Damage ist halt Damage, so, merkt euch das. Deswegen machen wir jetzt mal hier eine Steingewinnung raus. Ja, Edelstein zurückgewinnen. So, und equippen die mal der Kunigunde und jetzt schauen wir mal, dass wir vielleicht noch mehr Waffen bekommen. Wir haben ja jetzt Kunigunde, Marquardt, Bertram brauchen wir noch und ja, dann können wir schon mal ausprobieren, ob das klappt. Für den Marquardt würde ich mir zwar lieber eine Intelligenzwaffe wünschen. Okay, hier haben wir Ausdauer. Mal gucken, von der Spanne her ist die aber besser. Das heißt, wir nehmen hier die Waffe, die ist sogar gesockelt und die können wir zerlegen. So, jetzt haben wir hier die nächste Waffe. Zack. Das ist von den Ressourcen her auf jeden Fall eine kleine Verschwendung, würde ich mal sagen. Okay, die ist nochmal besser, weil die Spanne ist nochmal, ja, besser. So, aber ja, das ist halt ein Gamble. Also die Waffen machen halt jetzt am meisten aus. Okay, da haben wir geschickt drauf. Das ist komplett bad. Die machen zwar viel aus, die Waffen so, aber ob das jetzt alleine das ausmacht, ist halt die Frage. Hier können wir schon mal einen Stein reinsetzen. Ja, dann haben wir schon mal wenigstens ein bisschen was. In der Waffe zählen die Steine nicht doppelt, wollte ich nur noch mal so angemerkt haben, falls das jemand schreiben sollte. Deswegen ist egal, wo die reinkommen. Was haben wir hier? Intelligenz. Brauchen wir leider auch nicht. Ja, so, nächste Waffe. Und mal gucken, was haben wir hier? Stärke. Na toll. Tolle Wurst. So, dann werden wir das mal los. Und wir gucken nochmal nach einer Waffe mit einem Ein-Attribut. Das ist halt eben, sag ich mal, ziemlich, ja, eine ziemliche Glücksangelegenheit, dass wir hier wirklich das Richtige finden. Okay, das ist heftig. Hier haben wir eine sehr gute Spanne plus sogar Intelligenz drauf. Beste Spanne, die wir gefunden haben, plus gesockelt. Also besser hätte es jetzt für einen Marquardt nicht laufen können. Ja, jetzt gucken wir nur noch mal, dass wir für den Bertram einigermaßen was bekommen. Okay, hier haben wir was. Ja, das nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Der Bertram sogar gar nicht so verkehrt equipped. Es sind halt alles nur so wirklich, ja, normale Items, bis auf so ein paar Low Epic Items. Jetzt hat hier schon mal jeder eine Waffe. Ja, das ist schon mal nicht verkehrt. Wir können mal gucken, mal abwägen, wie jetzt die Tries aussehen. Ich sage euch, es könnte jetzt keinen großen Unterschied machen, aber einfach nur mal in den Versuchen, mit den Versuchen davor mal zu vergleichen, wie es da aussah und wie es jetzt aussieht. Vorher, was ich nicht, haben wir so vielleicht, oh mein Gott, okay, da habt ihr schon gesehen, vorher haben wir vielleicht nur ein Viertel oder so gemacht. Jetzt machen wir hier über die Hälfte, teilweise sogar noch mehr. So, und jetzt könnte man natürlich auf Krampf wirklich ein paar Tries hier reinstecken, ne, dass man jetzt hier irgendwie versucht, den zu legen. Oder man, ja, was wir noch machen könnten, sind halt Edelsteine holen für die Begleiter, eine Runde equippen. Das ist halt nicht nur sehr ressourcenlastig, sondern halt auch sehr preisintensiv. Ne? Ja, und normale Items
lohnen sich halt nicht so krank. Ich muss mal ganz kurz gucken in der Post nochmal, wegen Epic Event. Ich weiß nicht. Okay, da wurde jetzt noch nichts angekündigt. Ich glaube, letzte Woche wurde auf jeden Fall was angekündigt, aber habe ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm. Wir gucken mal ganz kurz rein, ja, was die Steine hier sagen. Wir skippen mal eine Runde rein und versuchen dann mal den ersten Gegner vielleicht zu besiegen. Es ist auf jeden Fall absolut verkrampft hier, die ganze Angelegenheit. Ja, da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten hier. So, Edelsteinsockel. Warte mal, so. Ja, nee. Ah, okay, jetzt hat es funktioniert. Okay, so, da setzen wir den mal rein. Marquardt bräuchten wir noch ein paar Gegenstände mehr, damit wir da noch die restlichen Steine reinsetzen können. Hier setzen wir mal die Ausdauersteine rein. So, es wird jetzt auch noch keinen riesen Unterschied machen. Warte mal. Wo waren wir? Kämpfe. So. Wie gesagt, am meisten wird es sich halt lohnen, auf das nächste Epic-Event zu warten, und das werden wir auch tun. Ja, aber man sieht schon, das könnte auf jeden Fall was werden. Ja, wie gesagt, wenn wir jetzt uns noch ein paar Steinchen noch hinzufügen würden, wir machen mal, wir holen uns mal noch ein paar Sachen hier. Ja. Warte mal, Kunigunde hat schon Geschickring. Warte mal, was haben wir denn hier noch für Items? Intelligenz, Ausdauer. Komm, kriegt der Marquardt hier, zack. So, was haben wir noch? Geschick, Kette. Das muss ich sagen, das habe ich hier noch nicht großartig ja, ausprobiert. Mit den Begleitern equippen, das ist ganz cool, dass man die hier so gleich da oben switchen kann. Das finde ich tatsächlich ein bisschen besser als bei der alten Übersicht, weil du hier gleich oben direkt auf den hingehen kannst und musst nicht peu à peu darüber switchen, von Begleiter zu Begleiter. Das ist tatsächlich, finde ich jetzt mal gar nicht so verkehrt. Was haben wir hier? Geschick, nee. Warte mal, gucken wir mal beim Marquardt noch ein bisschen, dass wir hier vielleicht noch das ein oder andere Item bekommen. Geschick brauchen wir hier jetzt nicht. Stärke, Glück. Geschick, Glück, nö. Ein Ring noch, vielleicht. Stärke, Glück. Ja, das ist leider alles hier für einen Bertram. Da kann der Marquardt jetzt hier leider nicht so viel mit anfangen. Was haben wir? Stärke, Ausdauer, Intelligenz. Gut. Knallen wir das rein. So, wir haben noch 2 Plätze, beziehungsweise 2 Sockel für die Kunigunde noch hier am Start. Okay, da ist der erste Stein, der zweite. Ich habe jetzt gar nicht auf die Stats geachtet. Ja, die sind tatsächlich auch gar nicht so verkehrt. Also die sind echt gut, die Steine hier auch. Also da muss man sich jetzt nicht mit verstecken. Das ist nicht verkehrt. So, machen wir hier noch kurz einen Sockel hinzu. Zack, und dann versuchen wir nochmal. Ja, und so tastet man sich jetzt halt so ein bisschen ran. So, peu à peu. Seht ihr, und jetzt ist der erste Gegner schon bald down. So, und wenn der down ist, das ist halt ein Magier. Das ist halt so der erste große Blocker jetzt hier, den wir vor uns haben. Dann kriegen wir halt Epic für Epic für Epic für Epic. Und das ist halt ganz geil, weil wir uns dann damit unsere Begleiter hier wirklich schön equippen können. Aber der erste Gegner muss halt fallen. So, ne? Und man braucht jetzt nicht mal unbedingt auf Krampf ein Epic Event. Das ist natürlich hier trotzdem eine ziemlich schwierige Angelegenheit, weil man natürlich hier auch viele Ressourcen... Achso. Warte mal. Hä? Achso, der hat ja hier... Lol. Warte mal, der hat ja hier auch anderes Equipment. Das Ding ist halt, wenn wir jetzt hier beim Zauberladen, ist es relativ easy, sich die Sachen zu holen. Aber im Waffenladen, da muss man halt schauen, dass man jetzt hier auch nochmal die richtigen Items bekommt. Und da wird es halt jetzt ein bisschen... Ja, da wird es halt jetzt ein bisschen schwieriger, sag ich mal. Weil wir jetzt hier auch nochmal die richtigen Sachen finden müssen. So, ich wollte jetzt für die Kunigunde vielleicht noch so 1, 2 Items hauptsächlich. Wegen, achso, Magier. Wegen den Steinen. So, die Steine carryen halt jetzt am meisten rein. Deswegen ist scheißegal, was wir jetzt hier für ein Item eigentlich uns holen. Hauptsache,
Da kommt jetzt hier ein Stein rein. So, warte mal, Rüstung nochmal. Was haben wir hier? Magier. Geschick, Intelligenz. Ja, dann ist das nochmal ein bisschen besser. So, hauptsächlich, wie gesagt, für die Kunigunde suchen wir was. Zack. So, Schuhe. Okay, brauchen wir hier auch. Und dann gucken wir nochmal nach ein paar Steinen. Die Steine sind es halt, die es jetzt hier carryen, nicht unbedingt die Items. Deswegen, da kommen die meisten Attribute her. Und da kriegen wir sogar einigermaßen gute Steine. So, zack. Das ist hier wirklich ein kleines, warte mal, kleines Epic-Event. Machen wir hier den Geschickstein rein. Und hier nochmal Ausdauer. So, und dann versuchen wir nochmal in der Schattenwelt. So, und jetzt müsste der eigentlich mit ein paar Tries liegen. So, wir können uns noch die restlichen Items holen, aber wir können es halt auch tryen, hier noch so weiterzumachen. Ja, da sind jetzt schon wirklich sehr knappe Tries dabei, muss man mal so sagen. Ja. Ich würde jetzt ungern nochmal in den Waffen- oder Zauberladen, sondern halt wirklich den jetzt hier besiegen. Das wär wirklich traumhaft schön. Mal gucken, ob wir das jetzt noch so, ob wir so lucky sind und den noch hinkriegen. Also den sollten wir jetzt mindestens noch die Folge hier besiegen können. Das wäre wirklich traumhaft. Ja, es sieht so aus, als ob wir nochmal ein bisschen mehr Damage bräuchten hier irgendwie. Ja, wir gucken nochmal nach ein, zwei Items für die Kunigunde. So, wir brauchen hier noch Schuhe für die Kunigunde. So, was brauchen wir noch? Ein Helm für die Kunigunde. Ja, sehr schön. Läuft doch. Ein Brustpanzer. Am besten gleich gesockelt für die Kunigunde. Oh, perfekt. Okay, jetzt brauchen wir nur ein paar Geschick- oder Ausdauersteine. Geschick, sehr gut. Geschick ist natürlich am besten. Oh, nochmal Geschick, sehr schön. Damage ist sehr gut und Ausdauer. Oh, perfekt. Siehst du, das läuft auch hier. So, und jetzt nochmal ein paar Tries. Jetzt haben wir nochmal mehr Damage und nochmal rein. Also mit dem zusätzlichen Schaden hätten wir den jetzt eben gerade bestimmt schon besiegt, weil er jetzt eben gerade schon fast down gewesen ist. Und jetzt müsste der eigentlich liegen. Also jetzt kann eigentlich nichts mehr passieren. Ne? So, aber ich sag mal dafür, ja. Ach Leute, ich dachte, okay, ich dachte, wir haben ihn jetzt nicht besiegt. Okay, und jetzt geht's nämlich los hier. Ja, jetzt kommt nämlich hier, jetzt kommen nämlich die Epic-Items ins Spiel. Ja, und die carryen jetzt ja richtig rein, so, ne? Und jetzt ist halt freie Bahn. Jetzt können wir halt hier Gegner für Gegner besiegen und kriegen halt jedes Mal jetzt ein Epic und das boostet halt die Begleiter jetzt nochmal richtig krass und dann braucht ihr halt nicht extra ein Epic-Event, sag ich mal, dafür. Plus zusätzlich levelt ihr halt eben auch noch euch auf. So, ne? Und das ist halt ganz geil auf jeden Fall. Ist halt aber auch relativ teuer. So, aber jetzt, dadurch, dass ihr halt pro Gegner jetzt nochmal eure Begleiter wesentlich verbessert, weil ihr jetzt richtig heftige Items bekommt hier, ja, ist die Schattenwelt jetzt eigentlich ein Selbstläufer, sag ich mal. So, jetzt haben wir hier sogar noch für die Kunigunde noch die passenden Handschuhe. Genau, und so könnt ihr jetzt halt weitermachen. Ja, jetzt geht's hier richtig ab. Jetzt geht's hier richtig rund. So, zack, nochmal den Stein gewinnen. So, aber ich würde sagen, für die heutige Folge soll es erstmal soweit gewesen sein. Ich wollte euch nur mal kurz zeigen, wie es ungefähr aussieht, jetzt wenn man auf absolut Krampfbasis jetzt hier weiterkommen möchte. Und genau, jetzt könnten wir sogar den zweiten Dungeon hier freischalten. Und genau, das war jetzt erstmal so das Ziel der heutigen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.